Meeting her was a bit of a shock. She was truly special, he said. From their first encounters, Sir Nicholas Soames, Enkel von Winston Churchill. Der Krone treu. Ein lebenslanger Verteidiger der königlichen Familie. Bisher. Endlich hat er sein Schweigen über König Charles gebrochen. Und was er preisgibt, ist zutiefst beunruhigend. Kommentieren Sie 1, wenn Sie glauben, dass es im königlichen Kreis noch Geheimnisse gibt. Oder 0, wenn Sie denken, dass alles nur ein Drama ist. Diese erstaunliche Enthüllung hat das Potenzial, die Herrschaft Karls auf den Kopf zu stellen. Begleiten Sie uns, wenn wir auf die Einzelheiten von Soames' überraschenden Bemerkungen eingehen. Soames' politische Karriere und Einfluss. Nicholas Soames, Arthur Nicholas Winston Soames, wurde am 12. Februar 1958 in Croydon, Surrey, geboren und hat dank seines Engagements für den Dienst am Volk und die Verteidigung des Landes eine hervorragende Karriere in der britischen Politik hinter sich. Er wuchs in einer Familie mit engen Verbindungen zum öffentlichen Dienst auf und war das älteste Kind von Sir Christopher Soames und Dame Mary Soames. Schon in jungen Jahren wurden ihm die Ideale von Führung und Verantwortung beigebracht, die seine militärische und politische Karriere prägten. Soames besuchte die St. Albans Preparatory School in Sussex, bevor er seine Ausbildung am Eton College fortsetzte, einem angesehenen College im Vereinigten Königreich. Seine Eton-Erfahrung prägte seinen Glauben an Verantwortung und gemeinnützige Arbeit. Nach Abschluss seines Studiums entschied er sich für den Militärdienst und schrieb sich an der Mons Officer Cadet School ein. Im Jahr 1967 trat Soames den 11. Hussaren bei, einer bekannten Kavallerieeinheit des britischen Militärs. Er wurde nach Westdeutschland und in das Vereinigte Königreich entsandt, wo er persönliche Erfahrungen mit Verteidigungsstrategie und Führung sammelte. Mit zunehmendem Alter hatten seine Erfahrungen beim Militär einen erheblichen Einfluss auf seine Ansichten zur nationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Jahr 1975 beeinflussten seine militärischen Erfahrungen weiterhin seinen beruflichen Werdegang. Soames wechselte vom Militär zum Zivilleben, wo er sich ein breites Spektrum an beruflichem Fachwissen aneignete. 1973 arbeitete er kurzzeitig als Börsenmakler und erlangte wichtige Einblicke in das Finanzgeschäft. Von 1974 bis 1977 war er persönlicher Assistent von Sir James Goldsmith, einem bekannten Investor, und danach von US-Senator Mark Hatfield. Diese Jobs führten ihn sowohl in die Geschäftswelt als auch in die Weltpolitik ein. Soames erweiterte seine Fähigkeiten, indem er Führungsaufgaben im Unternehmenssektor übernahm, beispielsweise als Direktor bei Blunt Welch, einem Lloyds Versicherungsmaklerunternehmen, und dann als stellvertretender Direktor bei der Sedgwick Group, einem anderen bekannten Versicherungsmaklerunternehmen. Soames begann seine politische Karriere 1980, als er zum konservativen Parlamentsmitglied für Crawley gewählt wurde. Dies war für ihn der Beginn einer erfolgreichen und bedeutenden politischen Karriere. Soames vertrat die Bevölkerung von Crawley bis 1997 treu als Abgeordneter und erlangte den Ruf eines loyalen Beamten. Nach der Neufestlegung der parlamentarischen Grenzen wurde er 1997 zum Abgeordneten für Mid-Sussex gewählt. Ein Mandat, das er bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2019 innehatte. Während seiner langen Amtszeit im Parlament erwarb sich Soames das Vertrauen und die Zuneigung der Menschen, denen er diente. Während seiner Laufbahn im öffentlichen Dienst bekleidete Soames eine Reihe wichtiger Kabinettspositionen. Von 1992 bis 1994 war er parlamentarischer Sekretär im Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, wo er die Agrarpolitik mitgestaltete. Von 1920 bis 1990 war er unter Premierminister John Major Staatsminister für die Streitkräfte. Während dieser Zeit konzentrierte er sich auf Verteidigungsprobleme und baute dabei auf seine bedeutende militärische Erfahrung auf. Seine Amtszeit fiel mit kritischen Diskussionen über die militärische Modernisierung und die veränderte Rolle der britischen Streitkräfte auf der globalen Bühne zusammen. Neben seinen Pflichten als Minister war Soames für seine starken Ansichten zu nationaler Sicherheit, internationalen Angelegenheiten und Verteidigung bekannt. Er galt weithin als traditioneller Konservativer, der sich für ein starkes Militär einsetzte und die internationale Stellung Großbritanniens bewahrte. Seine Kommentare im Parlament unterstrichen regelmäßig sein unerschütterliches Engagement für die Wahrung der Integrität von Institutionen und die Wahrung nationaler Interessen.
Soames prägte die britische Politik nachhaltig, bis er 2019 das Parlament verließ. Obwohl er sich aus der Politik zurückgezogen hat, haben seine Ansichten zu Verteidigung, Regierung und öffentlichen Angelegenheiten weiterhin erheblichen Einfluss auf die politische Debatte. Aber wie wurde ein Mann mit solch einer außergewöhnlichen Vergangenheit zu einem der engsten Vertrauten des Königs? Was ist das Geheimnis ihrer engen Bindung? Nicholas Soames und König Charles III haben im Laufe der Jahre eine tiefe Verbindung aufgebaut, die auf unerschütterlicher Hingabe und einem gemeinsamen Pflichtbewusstsein basiert. Ihre Beziehung hat sich über einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren entwickelt, geprägt von gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Lebenserfahrungen, die in ihrer Jugend begannen und durch zahlreiche persönliche und öffentliche Hindernisse stärker wurden. Bevor wir die bombastischen Details enthüllen, klicken Sie auf in Gefällt mir, wenn Sie daran glauben, dass sogar Könige zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit, war Soames mutig oder illoyal? Und abonnieren Sie exklusive königliche Updates, die Sie sonst nirgendwo finden. Nicholas Soames und König Charles III. Eine tiefe Verbindung. Arthur Nicholas Winston Soames, geboren 1940, ist der Enkel des großen Sir Winston Churchill, einer Schlüsselfigur der britischen Geschichte. Soames wuchs in einer Familie mit einer starken Tradition im öffentlichen Dienst auf und war so mit der Welt des britischen Adels und der königlichen Familie vertraut. Seine Kindheit prägte seine Ansichten über Verantwortung und Rechenschaftspflicht, die denen des zukünftigen Herrschers sehr entsprachen. Soames traf Prinz Charles zum ersten Mal im Jahr 1917, als er zum Stallmeister des Prinzen von Wales ernannt wurde. Ein Stallmeister ist für die persönliche Betreuung eines Mitglieds der königlichen Familie verantwortlich, was Eigenschaften wie Diskretion, Hingabe und häufigen Kontakt erfordert. Soames war bis 1920 als Stallmeister tätig. Während dieser Zeit entwickelte er und Charles eine enge und dauerhafte Verbindung. Der Beginn der 1970er Jahre prägte beide Männer maßgeblich. Prinz Charles lernte, seinen Verpflichtungen als nächster Thronfolger nachzukommen, während Soames vom Militär auf Posten im königlichen Haushalt und im Ausland wechselte. In dieser Zeit schlossen sie durch gemeinsame Erlebnisse eine Freundschaft und pflegten eine Partnerschaft, die auf Vertrauen und gegenseitiger Unterstützung basierte. Ihre Freundschaft erstreckte sich über das Geschäftliche hinaus bis in ihr Privatleben. Sie teilten vergleichbare Interessen und diskutierten häufig über die Schwierigkeiten und Belastungen ihrer Arbeit. Diese starke Freundschaft ermöglichte es ihnen, sich jemandem anzuvertrauen und sich mit den besonderen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, mit denen sie in ihrem Beruf konfrontiert waren. Eines der bemerkenswertesten Beispiele, das ihre tiefe Verbundenheit zeigte, war Soames' Hochzeit im Jahr 1910. Im Juni dieses Jahres heiratete Soames Catherine Wetherill in der St. Margaret's Church in London. Prinz Charles würdigte ihre starke Verbindung, indem er als Trauzeuge von Soames fungierte und damit die Tiefe ihrer Partnerschaft symbolisierte. An der Hochzeit nahmen einflussreiche Personen teil, darunter Lady Diana Spencer, die später Prinz Charles heiratete. Diese Aktion war mehr als nur eine Formalität. Es repräsentierte die tiefe Verbundenheit und Intimität zwischen den beiden Menschen. Die Wahl zum Trauzeugen ist traditionell den engsten Freunden vorbehalten, und Charles' Teilnahme unterstreicht ihre langjährige Freundschaft. Soames und Charles haben sich über die Jahre hinweg weiterhin gegenseitig unterstützt. Ihre Verbindung geht über die typischen Grenzen edler Gesellschaft hinaus und entwickelt sich zu einer starken brüderlichen Bindung, die von unerschütterlicher Loyalität geprägt ist. Soames' umfassender Hintergrund in britischer Politik und Militärangelegenheiten unterstützte Charles auf dem Weg zum König. Ihre gemeinsame Hingabe an Pflicht und Dienst war für ihre langfristige Beziehung von entscheidender Bedeutung. Ihre Freundschaft diente einander als Stützpunkt, während sie im Rampenlicht standen und persönliche Probleme hatten. Soames' Ehrlichkeit und sein unerbittlicher Tatendrang haben ihn zu einem verlässlichen Verbündeten für Charles gemacht. Und Charles' Verpflichtung zur Erfüllung seiner Verpflichtungen wurde durch Soames' kontinuierliche Unterstützung gestärkt. Allerdings hegten viele Menschen Zweifel an Soames' defensiver Haltung gegenüber Charles, insbesondere als er Diana offen angriff. Könnte da mehr dahinter stecken? Wurde Diana angegriffen? Nicholas Soames verbarg seinen Hass auf Prinzessin Diana nicht. Er war immer ein überzeugter Verteidiger von Charles, aber er betrachtete Diana mit Verachtung. Manchmal war er ihr gegenüber kalt und sogar hart. Er betrachtete sie nicht als jemanden, der in einer schrecklichen Ehe gefangen war, sondern als jemanden,
der innerhalb der königlichen Familie Probleme verursachte, als eine Außenseiterin, die sich der Verantwortung, die mit ihrer Position einherging, nicht bewusst war. Er glaubt, dass Diana sich der Erwartungen bewusst sein musste, die aufgrund ihrer edlen Erziehung an sie gestellt wurden. Als sie mit Charles verheiratet war, vertraute Diana ihren Freunden an, dass sie sich von Mitgliedern der königlichen Familie eingeschränkt, ständig überwacht und möglicherweise manipuliert fühlte. Die Verpflichtungen, ein Mitglied des Königshauses zu werden, verbunden mit der Entdeckung von Charles' anhaltender Romanze mit Camilla Parker Bowles, führten dazu, dass sie sich noch einsamer fühlte. Als sie jedoch versuchte, ihre Sorgen auszudrücken, gehörte Soames zu denen, die sie lächerlich machten und abtaten. Im Jahr 1935 entwickelte er nach ihrem historischen Interview mit dem Journalisten Martin Bashir auf Panorama eine äußerst feindselige Haltung gegenüber Diana. Während des Interviews sprach Diana ehrlich über ihre Eheprobleme, ihren Verdacht, dass das Palastpersonal gegen sie intrigierte, und die Tatsache, dass ihre Ehe mit 3 Personen besetzt war. Dieses offene Eingeständnis der Verbindung zwischen Charles und Camilla löste in der königlichen Familie Kontroversen aus. Diana machte einen Vorwurf, der Soames wirklich wütend machte. Sie glaubte, Palastinsider würden sie beobachten und kontrollieren. Anstatt ihr Mitgefühl auszudrücken oder auf ihre Bedenken einzugehen, wies Soames ihre Behauptungen öffentlich als lächerlich zurück. Er sagte auch, Diana leide unter Wahnvorstellungen und ihre Bedenken seien unbegründet. Seine Äußerungen wurden zunächst als starkes Zeichen der Unterstützung für Karl und die Monarchie angesehen, um Misstrauen zu zerstreuen und den zukünftigen König vor Kontroversen zu schützen. Seine Antwort war jedoch mehr als nur ein geplanter Versuch, die Erzählung zu kontrollieren. Es war durch persönliche Gefühle motiviert. Personen aus Soames engstem Kreis sagten später, dass er über das Scheitern der Ehe von Charles und Diana am Boden zerstört sei. Er fungierte 1988 als Trauzeuge von Charles und stand ihm bei seiner Hochzeit mit der Dame zur Seite, von der man annahm, dass sie das Überleben der Monarchie sichern würde. Als die Ehe zu einer der schwersten Krisen der königlichen Familie wurde, empfand Soames dies als persönlichen Verrat. Inmitten seiner Wut begann er einen bösartigen Angriff auf Diana, mit der Absicht, sie völlig zu schwächen. Anstatt ihre Vorwürfe lediglich in Frage zu stellen, ging er sogar so weit, sie als psychisch instabil darzustellen. Soames behauptete, ihre Anschuldigungen seien falsch, möglicherweise aufgrund von Paranoia, was mit dem Bild des Palastes übereinstimmte, dass Diana schwierig, unberechenbar und für das Königshaus ungeeignet sei. Er hielt sich selbst für den Vernünftigen und tat sie als geschädigte Person ab, die Geschichten erfand, um Charles Roof zu schaden. Mit der Zeit wurde der Öffentlichkeit jedoch klar, dass Dianas Befürchtungen echt waren. Ihre Handlungen wurden gründlich verfolgt, ihre Telefongespräche abgehört und ihre Befürchtungen vor einer Einmischung des Königs bestätigt. Frühere Kollegen und andere bestätigten Dianas Bedenken. Sie war nicht allzu paranoid, sie hatte recht. Trotzdem hat Soames seine Aussagen nie zurückgezogen. Er war überzeugt, dass Diana Karl und der Monarchie langfristigen Schaden zugefügt hatte. Trotz ihrer Belästigungsvorwürfe weigerte er sich anzuerkennen, dass sie einen legitimen Grund hatte, sich zu äußern. Nicholas Soames' Loyalität gegenüber Charles und seine öffentliche Kritik an Charles. Seine Loyalität gegenüber Charles war unerschütterlich, ungeachtet der Konsequenzen. Obwohl Soames enorme Maßnahmen ergriff, um Charles zu verteidigen. Selbst auf Kosten seines Rufs löste er erneut Empörung aus, als er Charles öffentlich kritisierte und alarmierende Wahrheiten über ihn enthüllte. Als Diana 1999 starb, trauerte die ganze Welt. Die Trauer war beispiellos. Und viele Menschen gaben der königlichen Familie die Schuld für ihren Missbrauch. Obwohl einige Anhänger von Charles ihr Mitgefühl und ihre Trauer zum Ausdruck brachten, erkannte Soames ihren Tod nicht offiziell an. Er blieb Charles treu, schützte ihn vor Angriffen, sagte aber nichts über die Dame, die einst die Frau seines engen Freundes war. Trotz seiner offensichtlichen Treue brodelte seine Wut im Verborgenen. Diejenigen, die Soames nahe standen, behaupteten, er sei verbittert über Charles' Behandlung seiner Ehe. Soames glaubte, Charles habe schwerwiegende Fehler gemacht, angefangen bei seiner emotionalen Distanziertheit bis hin zu seiner Romanze mit Camilla. Soames, der für seine offene Haltung bekannt ist, schien privat weitaus weniger nachsichtig zu sein als in der Öffentlichkeit.
Nach Dianas Tod waren die Menschen von heftigen Emotionen erfüllt und die Schuldzuweisungen wurden in zahlreichen Bereichen angehäuft. Trotz des Vorwurfs einer Verschwörung richtete sich die Wut der Bevölkerung vor allem gegen die königliche Familie, insbesondere gegen Charles. Einigen Berichten zufolge äußerte sich Soames in einem heiklen Moment schließlich zu Charles' Rolle bei der Ermordung von Diana und warnte, dass Charles die Schuld trage. Dabei handelte es sich nicht um die Behauptung, jemandem das Leben zu nehmen, sondern um den Vorwurf, ihr inneres Selbst verletzt zu haben. Soames war sich sicher, dass Charles' Taten Diana auf einen Weg des Schmerzes, der Schande und schließlich der Katastrophe geführt hatten. Als jemand, der Charles während der gesamten Hochzeit unterstützt hatte und an ihre Partnerschaft und deren Wert glaubte, war dies eine schwierige Tatsache. Ungeachtet seiner eigenen Gefühle stellte sich Soames nie offen auf die Seite von Charles. Er blieb standhaft loyal, auch als Charles' Ruf geschädigt wurde. Soames unterstützte den Prinzen entschieden, ignorierte jegliche ungünstige Meinung und blieb während seiner gesamten Ehe mit Camilla an der Seite des zukünftigen Königs. Der Schaden war bereits angerichtet. Soames' brutales Verhalten gegenüber Diana hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck und prägte die Art und Weise, wie er in Erinnerung bleiben wird. Indem er sich als scharfer Kritiker von ihr darstellte, wurde er eher als grausamer Mensch, denn als ergebener Unterstützer wahrgenommen. Seine Bemühungen, Charles zu unterstützen, führten dazu, dass Diana eher als instabil denn als Opfer von Ungerechtigkeit dargestellt wurde. Trotz der Zeit und der Entwicklung der königlichen Familie blieben Soames' Kommentare über Diana in den Köpfen der Menschen verankert. Seine Worte während des Panoramastreits spiegelten die Feindseligkeit wider, der Diana von denen ausgesetzt war, die versuchten, sie zu unterdrücken. Obwohl er glaubte, dass er den Interessen der Monarchie diene, gilt er heute als einer von Dianas glühendsten Gegnern, als jemand, dessen Loyalität gegenüber dem König sein Mitgefühl übertraf. Die offene Unterstützung von Nicholas Soames für den damaligen Prinz Charles während seiner turbulenten Ehe mit Prinzessin Diana ließ mehrere Zweifel an seinen Absichten aufkommen. Verhielt er sich seinem Freund gegenüber mit echter Hingabe? Oder gab es eine strategische Grundlage für seine Kommentare? Soames und Charles sind seit vielen Jahren befreundet und ihre Verbindung basiert auf Loyalität und einer gemeinsamen Geschichte. Soames, der als Stallmeister für den Prinzen gearbeitet hatte, war nicht nur ein Mitarbeiter, sondern auch ein vertrauenswürdiger Kamerad, der Charles in den schwierigsten Zeiten half. Ihre Bindung war stark und ging über ihre formellen Pflichten hinaus. Soames empfand eine tiefe Zuneigung zum zukünftigen König, und es ist wahrscheinlich, dass diese Freundschaft seine Entscheidung beeinflusste, Charles während der turbulenten Phase seiner Ehe mit Diana offen zu unterstützen. Auf dem Höhepunkt der Affäre zwischen Charles und Diana wies Soames Dianas Vorwürfe des Verrats offen zurück und bezeichnete sie als hysterisch. Er deutete an, dass ihre Bedenken übertrieben seien, was bei Dianas Anhängern für Aufruhr sorgte. Aber was veranlasste Soames, seine Position so vehement zu verteidigen? Seine unerschütterliche Unterstützung der Monarchie könnte auf seine Familiengeschichte zurückzuführen sein, da er von Winston Churchill abstammt. Soames sah es möglicherweise als seine Pflicht an, die königliche Institution, insbesondere den Thronfolger, vor möglichen Kontroversen zu schützen. Es ist wahrscheinlich, dass er Charles' Ruf als gefährdet ansah und es für notwendig hielt, ihn offen zu schützen, auch wenn das bedeutete, Diana zu schaden. Möglicherweise spielte auch Eigeninteresse eine Rolle. Soames, der seit langem mit der königlichen Familie verbunden war, verteidigte möglicherweise seinen Platz im engeren Kreis, indem er Charles unterstützte. Indem er sich für Charles einsetzte, sicherte er seine weiterhin starke Verbindung zum zukünftigen König, was für den Erhalt seiner Macht in diesen exklusiven Kreisen von entscheidender Bedeutung war. Die Aussagen von Soames wurden jedoch nicht nur von seinen persönlichen Beweggründen beeinflusst. In den 1990er Jahren kam es zu einem Wandel in der gesellschaftlichen Haltung gegenüber der Monarchie. Die früher verehrte und vorwurfslose königliche Familie stand nun unter strenger Beobachtung. Das Volk forderte von den Amtsträgern, insbesondere von der königlichen Familie, Transparenz und Verantwortung. Soames' Äußerungen über Diana dienten wahrscheinlich dem Versuch, die Situation unter Kontrolle zu bringen und Charles vor weiteren Ermittlungen zu schützen. Seine Aussagen gingen jedoch nach hinten los. Anstatt die Bedenken der Öffentlichkeit zu zerstreuen, lösten sie Empörung aus. Jahre später tauchten Soames' Äußerungen gegen Charles und Diana auf.
Zu einem Zeitpunkt, als die Monarchie zunehmend unter die Lupe genommen wurde. Jetzt, da König Charles an der Macht ist, bewerten Historiker und eine neue Generation von Menschen, die mit dem Drama seiner Ehe mit Diana nicht vertraut sind, jeden Teil seiner Geschichte neu. Charles' Umgang mit Diana bleibt ein umstrittenes Thema, das die Ansichten der Bevölkerung beeinflusst. Auch Personen wie Soames, der Charles verteidigte und seine Feinde züchtigte, stehen auf dem Prüfstand. Soames, einst eine mächtige Persönlichkeit, wird nun wegen seiner unerschütterlichen Loyalität gegenüber Charles kritisiert, die manche als Überbleibsel alter aristokratischer Ideale betrachten. Soames' Provocative Reader, in der er die Schuld an ihrem Tod vermutete, hat die Neugier königlicher Beobachter und Historiker geweckt. Einige glauben, dass dies ein Schuldeingeständnis von Charles war. Andere sagen, es seien lediglich die Worte eines Mannes gewesen, der wirklich bestürzt über das Scheitern einer Ehe war, in die er zuvor sein Vertrauen gesetzt hatte. Damals war Soames verärgert über Dianas öffentliche Äußerungen, verärgert darüber, dass die Medien sie unterstützten, und verärgert über das, was er als Zusammenbruch von allem ansah, an dessen Schutz er so hart gearbeitet hatte. Sein Engagement für Charles hatte seine Fähigkeit getrübt, klar zu denken, und in seiner Wut gab er eine Aussage ab, die ihn schließlich noch einmal verfolgen würde. Viele Menschen vermuteten, dass die königliche Familie Diana misshandelte, was zu ihrem unglücklichen Tod führte. Die Aussagen von Soames bestätigten dies. Soames' Entschuldigung für Fehlverhalten und Auswirkungen auf die Monarchie. Manche betrachteten es als einen leidenschaftlichen Ausspruch eines Mannes, der einst an die Monarchie glaubte, aber ihren Untergang beobachtete. Die Aussagen von Soames hatten unvorhergesehene Konsequenzen, die im Laufe der Geschichte nachhalten. Soames hat endlich sein Schweigen gebrochen und sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Winston Churchills Nachkomme hat zugegeben, einen Fehler gemacht zu haben und sich der Konsequenzen seiner Kommentare nicht bewusst zu sein. Soames äußert selten Reue, da er in seinen Aussagen stets standhaft geblieben ist. Seine Entschuldigungen haben jedoch einen zögerlichen Ton, was darauf hindeutet, dass er sich den Schmerz, den seine Kommentare verursachen, möglicherweise nicht vollständig bewusst ist. Soames' Eingeständnis eines Fehlers gibt nicht nur seinen Fehler zu, sondern erkennt auch Dianas wachsende öffentliche Meinung an. Diana, die lange Zeit als schwierig und instabil verspottet wurde, gilt heute als eine Frau, die unter der Hand ihres Mannes und der Institution, die er symbolisiert, sehr gelitten hat. Soames könnte argumentieren, dass seine Äußerungen keine Kritik an Charles darstellten und dass er in seiner Wut nicht die Absicht hatte, anzudeuten, dass Charles für Dianas Tod verantwortlich sei. Für einige, die sich jedoch an seine Worte während der jahrelangen Diskussion über Dianas Fürsorge erinnern, könnte die öffentliche Rechtfertigung von Soames unzureichend sein. Allerdings hatten seine Taten Nachwirkungen. Sie hatten großen Einfluss auf ihn und das gesamte Königreich. Die Auswirkungen von Soames' Äußerungen auf die Monarchie. Soames' jüngste Äußerungen zu Prinzessin Diana haben eine schwierige Phase in der Geschichte der königlichen Familie wieder ans Licht gebracht. Eine, die die Monarchie seit einiger Zeit hinter sich zu lassen versucht. Da König Charles nun entschieden hat, dass er die Last früherer Skandale tragen muss und Soames' Worte, insbesondere die über Dianas psychisches Wohlbefinden, können die öffentliche Meinung über ihn und die Monarchie beeinflussen. Im Laufe der Jahre hat Charles daran gearbeitet, ein menschlicher und moderner Monarch zu werden und sich von den Problemen zu lösen, die ihn in seinen früheren Jahren plagten. Doch jedes Mal, wenn ein altes Problem wieder auftaucht, unterstreicht es das problematische Erbe der Monarchie, Dianas Kämpfe, ihre turbulente Beziehung zu Charles und wie die Medien sie als Opfer königlicher Unterdrückung darstellten, sind seit langem umstrittene Themen. Soames' Bemühungen, Charles zu verteidigen und Dianas Behauptungen zu widerlegen, entfachen diese Bedenken in der öffentlichen Aufmerksamkeit lediglich neu. Viele Menschen, die Diana schon lange unterstützen, betrachten die Aussagen von Soames möglicherweise als Teil eines längeren Musters der Respektlosigkeit. Indem Soames Dianas Bedenken als bloße Psychose abtut, trägt er möglicherweise zu der Wahrnehmung bei, dass die königliche Familie die Probleme ihrer Mitglieder, insbesondere Diana, häufig vernachlässigt oder abgetan hat. Dies trägt zum anhaltenden Streit zwischen der Monarchie und Menschen bei, die Diana als tragische Figur wahrnehmen. Soames' Bemühungen, seine Aussagen zurückzuziehen, haben das Interesse an Dianas Notlage neu entfacht und Sorgen darüber geweckt, wie die Monarchie sie behandelt hat.
Soames' Aussagen haben das Potenzial, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, insbesondere bei der jüngeren Generation, die die Ereignisse rund um die Hochzeit von Charles und Diana möglicherweise nicht miterlebt hat. Da Charles sich in einer Machtposition befindet, könnte das Ansprechen vergangener Schwierigkeiten seine Bemühungen, das von ihm gewünschte Erbe zu hinterlassen, gefährden. Nicholas Soames' unerschütterliche Loyalität gegenüber König Charles, seine früheren Fehler haben weiterhin Auswirkungen, und jede Handlung, die den Eindruck erweckt, Dianas Trauer zu ignorieren oder herunterzuspielen, wird nur zu den Herausforderungen beitragen, vor denen die Monarchie in Bezug auf ihr öffentliches Image steht. Die Worte von Soames könnten sich nicht nur darauf auswirken, wie die breite Öffentlichkeit ihn wahrnimmt, sondern auch darauf, wie die königliche Familie ihn wahrnimmt. Es ist möglich, dass Soames' starke Unterstützung für Charles sowie seine anschließende Traurigkeit darauf hindeuten, dass es in der Familie frühere Spaltungen gegeben hat. Darüber hinaus hat die Familie im Laufe der Geschichte großen Wert auf Loyalität und Diskretion gelegt. Es ist möglich, dass seine Bemühungen, seine Aussagen zurückzuziehen, als Schuldeingeständnis oder als Versuch interpretiert werden, sich von einer schwierigen Zeit in der Geschichte der königlichen Familie zu trennen. Dadurch könnten sich die Konflikte innerhalb der königlichen Familie möglicherweise noch weiter verschärfen. Die Art und Weise, wie Charles regiert, kann von der Art und Weise beeinflusst werden, wie seine Familie in der Vergangenheit begangene Fehler ausgleicht und die komplexe Verbindung analysiert, die zwischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und ihrer persönlichen Geschichte besteht. Sollte Soames' Schritt als Fortsetzung des Schutzes der Monarchie ausgelegt werden, birgt er ungeachtet der Konsequenzen das Potenzial, die Beziehungen innerhalb des königlichen Kreises zu verschlechtern, der für mehr Offenheit und Rechenschaftspflicht kämpft. Charles, der einen erheblichen Teil seines Lebens mit der Öffentlichkeitsarbeit und dem Aushandeln seiner komplizierten Beziehungen zu den Medien verbracht hat, betrachtet die Worte von Soames als eine zusätzliche Komplikationsebene, die zu seiner Herrschaft hinzugefügt wurde. Um seine Aufgabe als König erfüllen zu können, muss er ein Gleichgewicht zwischen dem Gewicht seiner früheren Erfahrungen und der Verantwortung seiner gegenwärtigen Pflichten finden. Jedes Gespräch über Dianas Probleme, insbesondere wenn es um jemanden wie Soames geht, der zu dieser Zeit eine starke Verbindung zu Charles hatte, birgt die Gefahr, alte Missstände in den Augen der Öffentlichkeit wieder aufleben zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Soames in die Debatte einbezogen wird. Die Aufmerksamkeit, die den Aussagen von Soames neben der aktuellen Diskussion über Dianas Behandlung geschenkt wird, könnte sich darauf auswirken, wie Charles seine Verantwortung als König wahrnimmt. Es ist möglich, dass er sich gezwungen fühlt, sich diesen anhaltenden Herausforderungen direkt zu stellen, indem er entweder eine wahrheitsgetreuere Darstellung der Vorfälle in der Vergangenheit liefert oder Mechanismen einführt, um seine Herrschaft von der turbulenten Geschichte des Landes abzugrenzen. Aufgrund dieser Situation muss ein empfindliches Gleichgewicht zwischen der Aufrechterhaltung der Traditionen der Monarchie und der Heilung der durch frühere Fehler verursachten Wunden gewahrt werden. In seiner Rede brachte Soames nicht nur seine Unterstützung für Charles zum Ausdruck, aus seinen Worten ging klar hervor, dass königliche Loyalisten Dianas Bedenken völlig ignorierten. Indem er sich bemühte, sie zu beruhigen, brachte Soames unbeabsichtigt die erheblichen Spaltungen ans Licht, die zu dieser Zeit innerhalb der königlichen Familie bestanden, sowie das Unvermögen, Dianas missliche Lage zu verstehen oder sich in sie hineinzuversetzen. Nach einigem Nachdenken ist es sehr offensichtlich, dass die königliche Familie gegenüber Dianas Anschuldigungen kühl und abweisend reagierte. Was denken Sie über den aktuellen Stand der Beziehung zwischen Charles und Soames, wenn man die Höhen und Tiefen berücksichtigt, die sie erlebt haben? Würden Sie sagen, dass sie ihre enge Beziehung aufrechterhalten haben? Nick Soames' unerschütterlicher Einsatz für die Sache. Nicholas Soames hat trotz der vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen er konfrontiert war, seine Loyalität gegenüber König Charles aufrechterhalten. Die Spannungen und Probleme, die zwischen Charles und Diana während ihrer schwierigen Ehe bestanden, haben sich im Laufe ihrer Ehe allmählich verringert. Trotz der Tatsache, dass sie Gefühle der Entfremdung und Scham verspürten, blieb ihre Verbindung bestehen. Und Soames ist weiterhin ein unerschütterlicher Unterstützer von Charles. Die Ausdauer von Soames wurde im Laufe der letzten Jahre immer offensichtlicher, insbesondere bei einigen der schwierigsten Anlässe für Charles. Nach dem Tod von Königin Elizabeth II.
Im September 2023 erlebte die Monarchie eine Zeit bedeutender Veränderungen. Charles war nicht nur gezwungen, den Verlust seiner Mutter persönlich zu betrauern, sondern er wurde auch in die Rolle des Königs gedrängt, auf die er sich schon seit geraumer Zeit vorbereitet hatte. Neben der Belastung durch die Krone kam auch die emotionale Belastung durch den Tod seiner Mutter hinzu, die dazu führte, dass er seine Trauer öffentlich zum Ausdruck brachte und als König Führungsverantwortung übernahm. Dies wurde mit dem Gewicht der Krone kombiniert. Nicholas Soames stand Charles in der schwierigsten Zeit seines Lebens zur Verfügung und spendete ihm sowohl Trost als auch Führung. Während die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die königliche Familie und die Herausforderungen der zeitgenössischen Monarchie gerichtet war, blieb Soames ein treuer Vertrauter von Charles. Die Loyalität von Soames wurde auf die Probe gestellt, als Prinz Harry begann, öffentliche Äußerungen zu machen, die den königlichen Clan kritisierten. Seine Memoiren sowie eine Reihe von Interviews mit der Öffentlichkeit waren die Quelle von Kontroversen und Kritik an König Charles. Soames trat ohne zu zögern für seinen Kumpel ein und verurteilte Harrys Äußerungen vehement und beschrieb sie als beunruhigend und beleidigend. Soames brachte in einer ungewöhnlich öffentlichen Rede seine Überzeugung zum Ausdruck, dass Harrys Aussagen einen Verrat an der Familie darstellten. Er machte deutlich, dass Harry sich schämen sollte, seinen Vater auf so demütigende Weise geschlagen zu haben. Im Kontext dieses Szenarios wurde der Charakter von Soames als stur, mutig und äußerst beschützerisch dargestellt. Soames blieb in seiner Liebe und Unterstützung für Charles unerschütterlich, obwohl sich die öffentliche Meinung änderte und die königliche Familie zunehmend in Schwierigkeiten geriet. Obwohl seine Beziehung zu Diana voller Schwierigkeiten war, blieb Soames' Bindung an Charles unerschütterlich. Für Soames war es unmöglich, Gefühle der Reue oder des Drucks der Außenwelt aufzugeben oder sich von ihnen täuschen zu lassen, da er Freundschaft und Engagement als Angelegenheiten der Würde ansah. Andererseits ist die genaue Natur dieser Andacht noch nicht ganz klar. Ist es möglich, dass dies die Aufmerksamkeit auf das starke Fundament ihrer Beziehung lenkt und zeigt, dass echte Verbindungen selbst die schrecklichsten Taten der Illoyalität ertragen können? Oder symbolisiert es ein antiquiertes Bekenntnis zur Monarchie, die Diana abzuschaffen versuchte und die der Familie beharrlich einen höheren Stellenwert einräumt als dem individuellen Schmerz und der Ehrlichkeit? Die Taten, die Soames in der Vergangenheit begangen hat und weiterhin begeht, werfen die Frage auf, ob es wichtiger ist, die Monarchie zu verteidigen, als Menschen, die ihr widersprechen, Gnade zu erweisen. Einige Leute interpretierten Soames' Kritik an Dianas Problemen innerhalb der königlichen Familie aus den oben genannten Gründen als Verrat an seiner Verbindung zu Charles. Die öffentlichen Enthüllungen, die er über Dianas problematische Ehe machte, lösten eine Debatte über die relativen Vorzüge von Ehrlichkeit und Hingabe gegenüber einem Freund aus. Im Kontext der Monarchie war das Konzept der Loyalität schon immer kompliziert. Es hat die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, aber es hat auch das Potenzial, sie dazu zu zwingen, ihr Leid zu verbergen, um den institutionellen Status quo aufrechtzuerhalten. Der Zusammenhang zwischen persönlicher Hingabe und öffentlichen Dienstpflichten wirft manchmal ethische Fragen auf, insbesondere wenn die Aktivitäten der königlichen Familie untersucht werden. Letztendlich behält die britische Königsfamilie trotz der Herausforderungen und Kontroversen, denen sie gegenübersteht, weiterhin ihre Stärke. Die unerschütterliche Unterstützung, die Soames Charles gezeigt hat, wird trotz der damit verbundenen Komplexität einen großen Einfluss darauf haben, wie sie in den Annalen der Geschichte in Erinnerung bleiben. Während Charles daran arbeitet, seinen Namen zu entwickeln, entsteht ein großes Rätsel. Ist es ethisch vertretbar, grausames Verhalten mit Loyalität zu erklären? Ist es ehrenhaft, einen Freund bedingungslos zu beschützen? Oder bedeutet es, in ein System verwickelt zu sein, in dem das Schweigen Vorrang vor der Offenlegung der Wahrheit hat? Soames' unerschütterliche Unterstützung hat Charles vielleicht durch schwierige Zeiten geführt. Aber sie hat auch zu Diskussionen über die Grenzen der Loyalität in der heutigen Gesellschaft geführt. Das endgültige Vermächtnis von Soames und Charles wird davon abhängen, wie sie in Zukunft Tradition und Mitgefühl in Einklang bringen. War das nur der Wutausbruch eines alten Freundes? Oder der erste Riss in einer königlichen Fassade, der bereits dünner geworden ist? Deshalb fragen wir Sie: Sollte König Charles auf die Behauptungen von Soames reagieren? Oder ist Schweigen die letzte Verteidigung der Krone? Kommentar unten. Wenn du zum Beispiel schockiert bist
Und abonnieren Sie, wenn Sie bereit sind, einen Blick hinter den königlichen Vorhang zu werfen.